Bereits der erste Blick aus dem Hotelfenster am nächsten Morgen offenbart, dass sich das Landschaftsbild inzwischen völlig gewandelt hat. Dichte Wälder beherrschen die Szenerie im Dilijan-Nationalpark nördlich des Sewansees. In einem dieser Wälder, unweit unserer Unterkunft, hat sich ein weiteres Kleinod der armenischen Architektur versteckt, das Kloster Hakarzin. Obwohl dessen Ursprünge bereits auf das 10. Jahrhundert zurückgehen, sieht es aus wie frisch aus dem Ei gepellt. Erstaunlicherweise hat tatsächlich die großzügige Spende eines Sultans aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die aufwendige Restaurierung des Klosters ermöglicht, was im Vergleich zu dessen ursprünglichem Zustand absolut als Gewinn zu betrachten ist. Im Gegenzug wurde dem Herrscher der Bau eines luxuriösen Wohn- und Gästehauses in Sichtweite der Anlage gestattet. Als erstes betreten wir das Refektorium, einen mittelalterlichen Speisesaal, der wieder in neuem Glanz erstrahlt. Daneben beeindrucken die Außenanlagen mit ihren schönen Höfen und den beiden Kirchen. Mit einem letzten Blick auf die wunderschöne Anlage setzen wir unsere Fahrt fort und finden schon nach wenigen Kilometern in der Ortschaft Gosch eine weitere Möglichkeit, die wundervolle Landschaft zu genießen. Auch hier gibt es mit dem Kloster Goscher Vank ein gut erhaltenes Gebäudeensemble aus dem 12. bis 13. Jahrhundert. Nach dessen Zerstörung durch ein Erdbeben war der gelehrte und geistliche Gosch wesentlich am Wiederaufbau beteiligt. Nachdem man hier eines der schönsten Exemplare der traditionellen Kreuzsteine vorfindet, lauschen wir gebannt den kenntnisreichen Erläuterungen unserer Führerin. Und das Hauptthema eines Kreuzsteines ist das Kreuz in der Mitte in Form eines Lebensbaumes, als blühendes Kreuz. Unter dem Kreuz, also der untere Teil, die Erde, und der obere Teil symbolisiert den Himmel. Wir haben immer ein Wachstum auf einem Kreuzstein von unten nach oben, immer eine Entwicklung von der Erde zum Himmel, von der Vergangenheit zu der Zukunft, vom Tod zu der Unsterblichkeit. Und der Vermittler zwischen diesem Wachstum von unten nach oben ist das Kreuz in der Mitte. Über das Kreuz geht das von unten nach oben. Mit dem Besuch des Klosters Goscher Vank endet gleichzeitig ein hochinteressantes Besichtigungsprogramm im Land Armenien, denn der Rest des Tages wird für die Fahrt zur georgischen Grenze mit Grenzübertritt, Fahrer- und Führerwechsel und schließlich für die Fahrt nach Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, benötigt. Unter weiterhin beeindruckender Streckenführung nähern wir uns nun zunehmend der Grenze Georgiens, die wir nach der Verabschiedung von unserer bisherigen Reiseleitung zu Fuß überqueren, um anschließend von einer freundlich lächelnden neuen Führerin empfangen und von dem ebenfalls neuen Fahrer in Richtung Tiflis transportiert zu werden. Nun haben wir Tiflis, die Hauptstadt und mit über 1 Million Einwohnern gleichzeitig größte Stadt Georgiens, erreicht. Hier steht nach dem Transport in die Innenstadt nur noch etwas Ruhe im Hotel und die Vorfreude auf den folgenden Tag auf dem Programm.